Hallo ihr Lieben, heute gibt es zwei ganz einfache, leckere Blätterteigrezepte für euch. Einmal für solche knusprige Pestostangen und einmal für solche schokoladige Nussröllchen. Beide Rezepte sind ganz einfach gemacht und mit nur wenigen Zutaten. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für die salzige Variante, für die Pestostangen, brauchst du 2 Töpfe frische Basilikum, dann 50 Gramm Pinienkerne, etwas Milch. Ich habe hier pflanzliche Milch, weil ich heute die Stangen in eine vegane Variante mache. Dafür habe ich hier zum Bepinseln Mandelmilch. Du kannst aber auch jede andere Milchalternative nehmen. Dann habe ich noch Sesamsamen zum Dekorieren, Salz und Pfeffer, eine Knoblauchzehe, etwas Olivenöl und Blätterteig. Wenn du die Pesto-Stangen nicht in eine vegane Variante machen möchtest, dann kannst du noch Käse dazugeben. Und als erstes werden wir den Pesto zubereiten. Das geht ganz einfach. Einfach die Basilikumblätter entfernen. Und jetzt gebe ich noch die Pinienkerne dazu und den Knoblauch. Einfach etwas zerkleinern. Dann noch etwas Olivenöl. Jetzt nicht viel, nur ein bisschen. Wir können dann später noch etwas mehr dazugeben, wenn nötig. Und dann mit dem Mixer zerkleinern. Wenn der Pesto viel zu trocken ist, dann kannst du noch etwas Olivenöl dazugeben. Bei mir sieht es schon gut aus. Es ist nicht trocken und es ist nicht zu flüssig. Jetzt werde ich noch mit Salz und Pfeffer würzen und dann kurz wieder vermischen. So, dann brauchen wir das Blätterteig. Erst ausrollen. Dann werde ich noch die Mitte markieren. Einfach aufeinander legen. Und hier so die Mitte markieren und dann hier durchschneiden. Dann auf einer Seite die Pesto verteilen, dann die zweite Hälfte drauflegen. Leicht draufdrücken. Jetzt werde ich den Teig umdrehen. Weil diese Seite etwas kürzer ist, dann kriege ich etwas mehr von den Pesto-Stangen. Und jetzt einfach anschneiden. Ich fange mittig an und hier wieder mittig. Und die werde ich jetzt in 3 verteilen. Jetzt sind die Stängel geschnitten und ich habe hier schon mein Backblech mit Backpapier bedeckt. Und ich werde jetzt die Stängel da drauf legen, so leicht drehen und dann diese Endstücke drücke ich leicht so in die Backpapier, so dass die so kleben bleiben. Jetzt noch mit Milch bepinseln. Wenn du magst, kannst du sie auch mit Ei bepinseln oder mit etwas Wasser. Und zum Schluss noch mit den Sesamsamen dekorieren. Und jetzt werden die Stängel gebacken und wie immer die Backanleitungen findest du unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Die Pesto-Stangen sind frisch gebacken, die sind wirklich schön golden geworden. Jetzt lasse ich die hier zur Seite und werde die Schokoteilchen vorbereiten. Für die Schokoteilchen brauchst du eine Haselnuss-Nougat-Creme oder Schokocreme. Ich habe auch dazu noch etwas gehackte Haselnüsse genommen. Das ist optional, wenn du magst. Dann wieder Milch zum Bepinseln und Blätterteig. Und hier geht das noch einfacher. Wir brauchen den Creme nicht zubereiten, deswegen direkt mit dem Blätterteig anfangen. Hier auch erst ausrollen
Und genauso wie bei den Pesto-Stangen erst die Mitte markieren und durchschneiden und dann den Creme auf dem Blätterteig verteilen. Ich habe ungefähr 3 große Esslöffel von der Creme auf dem Blätterteig verteilt und jetzt werde ich noch etwas Haselnüsse da drauf geben. Kann man natürlich auch Mandeln oder Pekannüsse oder Walnüsse auch anstatt nehmen. So, dann kommt der andere Seite da drauf. So leicht festdrücken, wieder drehen und auch hier fange ich an mittig und schneide durch und hier wieder. Und dann die Teilchen werde ich in 3 verteilen. Hier auch genauso wie bei den Pesto-Teilchen erst so drehen. Und dann noch so. Und diesen Stück hier unten befestigen. Dann auch noch mit Milch leicht bepinseln. Hier auch, wenn du magst, kannst du auch mit Ei bepinseln. Und zum Schluss mit Haselnüssen dekorieren. Und jetzt werde ich auch die Teilchen backen und die Backanleitungen für diese Teilchen findest du auch in der Videobeschreibung und auch unten in den Kommentaren. Die Schokoteilchen sind jetzt auch gebacken und die haben so eine schöne Farbe. Es duftet wirklich lecker. So schokoladig. Jetzt muss ich die erstmal abkühlen lassen und danach werde ich die noch mit etwas Puderzucker dekorieren. Und dann kann man die schon auch genießen. Ich hoffe, dir haben diese beiden Rezepte gefallen. Ich finde, Blätterteig ist ganz praktisch, wenn man irgendetwas ganz Einfaches schnell backen möchte. Entweder salzig oder süß. Heute wollte ich euch die beiden Rezepte in einem Video präsentieren, weil die beide so einfach und schnell gemacht werden. Ich finde, die sind auch perfekt zum Ostern und wenn du eine von denen oder beide zum Ostern testen würdest, dann würde ich mich sehr auf einen Kommentar freuen. Wenn dir meine Rezepte gefallen haben, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.